Bei jedem angehenden Mangaka kommt eines Tages der Tag, an dem man sich überlegen muss, will ich zum Verlag oder will ich es selber herausbringen? Als Doujinshi, als eigener Verleger. Hier haben wir Revenge of Medusa, meine lieben Freunde, unter Mythos Manga. Das ist mein eigener Verlag. Habe ich dieses Jahr im 2024 gegründet. Warum kam ich auf die Idee, selber einen Verlag zu machen und ging nicht zu einem anderen Verlag? Tja, das war nicht immer so. Zuerst wollte ich natürlich zum Verlag und da kommt man nicht drum herum, an einer Mappensichtung teilzunehmen. Jap, ich war tatsächlich auf einer Mappensichtung. Nicht nur auf einer, sondern auf mehreren. Wie das genau abgelaufen ist und wieso sich der Herr Dr. Joachim Kaps hier an den Kopf hält und denkt, what the fuck habe ich gerade hier vor mir? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Episode, während ich was Wunderschönes zeichne. Zuerst müssen wir ein paar Jährchen zurück in die berühmt-berüchtigte Corona-Zeit im Jahr 2020, als ich nicht mehr tätowieren durfte. Ich musste meinen Laden schließen und so dachte ich, das ist nicht sicher, diese Tattoo-Szene, ne? Ich dachte immer, das wird niemals irgendwas dazwischen kommen, aber wenn der Staat sagt, nein, jetzt ist verboten, Tattoo machen, tätowieren, dann muss ich eben hören, sonst gibt's fette Bußen, ne? Und ja, so fing ich an ein bisschen mit YouTube. Ich habe so einen englischen Kanal zuerst gemacht, auf Schweizerdeutsch und so einen serbischen Kanal auf Serbisch. Ich dachte, ich muss irgendwas finden, das ich auch von zu Hause aus machen kann, wo ich keinen persönlichen Kontakt mit den Leuten habe, ne? Und darum dachte ich zuerst, ich werde YouTuber und so, habe Vollgas gegeben, aber ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall im 2016 ungefähr begann ich schon mit den ersten Skizzen zu meinem Manga Revenge of Medusa und ja, es ging schon ein kleines Weilchen, ne, bis ich dann endlich angefangen habe, den Manga auch zu zeichnen, weil ich wollte endlich mal was richtig Professionelles machen und das groß herausbringen und veröffentlichen. Im 2021 fing ich endlich an mit dem Zeichnen. Für das erste Kapitel brauchte ich etwa ein halbes Jahr, weil ich mich so wirklich langsam herangetastet habe an das Ganze. Und ja, ich ließ mir schon echt viel Zeit mit dem Ganzen, ne? Ich kann mich jetzt gut erinnern, das allerletzte Kapitel, das 6., das ich neulich fertig gemacht habe, brauchte ich vielleicht 1,5 Monate für das. Es ist qualitativ das Beste und es ging am schnellsten, weil ja, das Tempo kommt dann automatisch mit der Zeit. Dann hörte ich von Gin und Bansabo, die 2 Schwestern von Ultraverse, die hauen jetzt richtig fleißig jedes Jahr ein Buch raus und ich habe gesehen, die haben es geschafft in der Szene und die sind aus der Schweiz. Und dann dachte ich, okay, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und ja, so dachte ich mir dann, komm, ich muss da zu einem Verlag gehen, zum das drucken, ne? Weil mit dem Verlag bist du dann so voll offiziell und alle kennen dich und alle lieben dich dann und sagen, wow, du bist der vom Verlag, cool, sonst hätten wir deinen Manga niemals gefunden, wärst du nicht beim Verlag. Ja, so dachte ich auf jeden Fall in dieser Zeit. Und dann beginne ich Ultraverse zu stalken. Ich habe mir jedes verdammte Ultra live angesehen und den Jo beobachtet, jedes einzelne Interview. Und das war irgendwie voll interessant. Ich dachte, Wow, ich will auch einer von denen sein. Und dann recherchierte ich ein bisschen im Internet und dann habe ich gesehen, dass man sich da bewerben kann und was die so wollen, so Character Sheets und ein bisschen Story aufschreiben auf Maximum 1 Blatt und ein bisschen Hintergrundgeschichte und dann so 5 bis 6 Manga-Seiten. Aber ich habe da mein ganzes erstes Kapitel reingeknallt, habe mich voll gestresst mit Druckereien und so, das Ganze noch zu drucken. Dann habe ich noch eine schöne Mappe besorgt. So richtig oldschool habe ich hab schon etwa 30 Franken dafür ausgegeben, um das Ganze so richtig schön machen und professionell wirken zu lassen. Ich dachte, komm, wir kennen ja alle die großen 3, Ultraverse, Carlsen und Tokyopop. Dachte ich, okay, ich hau jetzt mal 3 Bewerbungen raus
und dann mal sehen, was passiert. Und überall steht, ja, es kann bis zu einem Jahr dauern, bis man irgendwas hört und so. Okay, dann habe ich eben das Ganze mal abgeschickt und einfach mal gewartet. Gut, ich habe nicht gewartet, ich habe natürlich weitergezeichnet, weil wieso sollte man einfach nur warten und Däumchen drehen, ne? Tage vergingen, aus diesen wurden Wochen, aus Wochen wurden Monate, aus Monate wurden Jahre. Also ja, ich habe etwa ein Jahr gewartet und ich habe wirklich gar nichts gehört. Ich hatte schon meine 3 Kapitel fertig und ich habe das Ganze auch schon in Druck geschickt, hier bei einem Kumpel von mir in der Schweiz. 16 Franken pro Buch habe ich bezahlt, richtig teuer, aber ja, was will man machen, ne? Und ich dachte, okay, weil die jetzt mir nicht zurückschreiben, kein einziger von diesen Verlegen, gehe ich jetzt persönlich dorthin, um sie zu jagen. Doch als einziges von Carlsen habe ich eine Absage bekommen. Und ich wollte dann so freundlich sein und mal nachfragen, ja, warum? Könnt ihr mir wenigstens irgendwelche Verbesserungsvorschläge geben, wie ich das als nächstes machen soll und so. Und dann haben sie geschrieben, ja, es steht im Internet, dass wir keine physischen Kopien wollen und ich kann Ihnen empfehlen, im Internet besser nachzulesen, was wir wollen. Und das war die einzige Reaktion, die ich bekommen habe. Das war die Antwort und ich dachte, yeah. Ich sage jetzt lieber mal nix, weil es könnten ja vielleicht solche von Carlsen zuschauen, aber ihr könnt euch wirklich denken, was ich dort gedacht habe in dieser Sekunde. Also nicht nur Sekunde, ich denke immer noch so, aber egal. Von Tokyopop habe ich bis zum heutigen Tag überhaupt nichts bekommen. Naja, war ich auch nicht so böse, weil für mich war nur Ultraverse. Ultraverse ist die Nummer 1 und ich will nur zu Ultraverse. Ich dachte, ich muss jetzt ein bisschen Kontakte knüpfen mit diesen deutschen Mangakas oder Mangakas, wie man auch immer dem sagt. Ich dachte, komm, vielleicht schreibt mir ja jemand von denen und gibt mir ein paar hilfreiche Tipps für die nächste Bewerbung oder so. Und natürlich habe ich zuerst Gin und Banzarbo geschrieben, aber von denen kam auch nichts bis zum heutigen Tag jemals zurück. Außer einer hat mir geantwortet und das war der legendäre Daniel Eichinger, der Motherfucker von Egmont und Autor von Jovan Tore. Und natürlich die liebe Rakami, sie hat mir auch geantwortet. Der Sosan Choshkun oder wie auch immer, habe ich auch geschrieben, aber auch von ihr bis zum heutigen Tag gar nichts. Ich war froh, dass Rakami mir geschrieben hat, weil ja, ich fand sie sehr cool, weil ich habe ja ihre Sendung hier mit Sosan angeschaut, dieses Ikigai, genau, im YouTube. Das war sehr hilfreich und sehr spannend. Jedes Mal, wenn ich gezeichnet habe, habe ich Ikigai im Hintergrund laufen gelassen und so, ja. Rakami hat mir sehr geholfen mit dem Screentoning damals, das war sehr geil. Ich wollte ihr dann mal ein Buchexemplar zuschicken, dass sie mal das bewerten kann und ansehen, aber sie wollte nicht. Da war ich schon ein bisschen traurig, ne? Aber schlussendlich hat sie das wieder gut gemacht, weil sie hat mir dann extrem geholfen mit den Layouts und mit der ganzen Druckvorstufe und für das bin ich hier wirklich unendlich dankbar. Rakami, wenn du zusiehst, du bist eine fucking Legend. Ohne dich würde ich dieses Buch Revenge of Medusa, das fertige Buch mit den ganzen 6 Kapiteln, niemals in den Händen halten. Doch vielleicht schon, aber niemals in dieser geilen Qualität und ohne Moiré-Effekt. Darum nochmal ein fettes Danke an Rakami. Der Mr. Daniel Eichinger gab mir den Tipp, dass ich mich nicht nur auf einen Verlag fokussieren sollte, sondern auf mehrere. Ich soll das Zeug überall hinschicken und zeigen. Und er erwähnte dann das Wort Mappensichtung. Und ich dachte, Mappensichtung, ich habe schon mal davon gehört. Und ich habe auch schon YouTube-Videos angesehen mit dieser, ich weiß jetzt ihren Namen leider nicht. Sie hat so grüne und blaue und pinke Haare. Die hat mal so eine
so ein Video gemacht, wo sie über Mappensichtung redet und so. Ja, und das fiel mir dann wieder ein. Und dann dachte ich, okay, vielleicht wäre das gar keine schlechte Sache, auch die Leute dort persönlich kennenzulernen, ne? Weil für mich war Jo, ist er natürlich immer noch, ein Riesenstar. Ich kannte ihn nur von YouTube und den Interviews und ich dachte, boah, der ist ja voll cool, Mann. Ich muss unbedingt dorthin und die ganzen Leute kennenlernen. Und der Eichinger erzählte mir auch von Egmont. Egmont kannte ich vorher gar nicht, aber ich sah, Egmont, die machen ja Conan, der Detektiv, und sie machen Chainsaw Man und so. Und der Eichinger sagte, ich denke, dein Manga passt viel besser zu uns als Ultraverse. Und dann dachte ich, okay, interessant. So weit dachte ich noch gar nie. Und ja, wie auch immer, habe ich dann mein Zeug bereit gemacht. Wieder mal eine fette Mappe mit neuem fettem Material plus noch die gedruckten Bücher habe ich dann eingepackt und dachte, so, jetzt geht's ab nach Leipzig. Ich habe gehört, an der Leipziger Buchmesse gibt's Mappensichtungen und das war dann mein Ziel. Okay, jetzt muss ich einfach dorthin. Es gibt keinen anderen Weg als diesen. Wen ich noch fast vergessen habe zu erwähnen, ist der liebe Tjörben, besser bekannt als Prawn. Und von ihm habe ich natürlich auch einige Interviews gesehen. Als ich dann begonnen habe, Egmont zu stalken, habe ich dann auch den Prawn gefunden mit seinem YouTube-Kanal und all seinen Interviews und so. Und ich dachte, hey, der macht ja voll den coolen Content. Alle Schwintorte, du. Und dann habe ich ihn mal angeschrieben und er hat mir auch tatsächlich geantwortet. Ich habe gefragt, ob er vielleicht ein bisschen Promotion machen würde für mein Buch. Und er sagte, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich ihm ein Exemplar meines Buches geschickt, das damalige mit den 3 Kapiteln, also das halbe Buch. Und ja, das hat er für mich gemacht. Seht her. Mein Paket gekriegt aus der Schweiz von einem deutschsprachigen Autor und Tattoo-Artist. Und ja, das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Hauptsache, ich musste 19 € Zoll zahlen. Ich lieb's. Hier hat er mir sogar das Paket bemalt. Sieht mega cool aus. Der Name Darko Popovic und das ist sein erster Manga Revenge of Medusa. Dazu gab es dann noch 2 Acrylaufsteller und ein mega cooles T-Shirt. 1,5 Jahre brauchte Darko für seinen ersten Manga. Ist natürlich klar, wenn man hauptberuflich Fulltime-Tätowierer ist. Ich kann jetzt leider nicht alle Seiten zeigen, aber die Panels sind schon sehr speziell. Hier könnt ihr noch das Video schnell pausieren, darum geht's in Revenge of Medusa. Ich werde den Manga auf jeden Fall direkt auf meinen Lesestapel packen und werde berichten. Und zum Schluss bleibt noch zu sagen, lasst ein bisschen Liebe da auf den Social-Media-Kanälen von Darko, das hat er echt verdient. Cool, ne? Mit wunderbaren Furzgeräusche im Hintergrund. Aber ich muss tatsächlich sagen, nach dem Video haben sich etwa 3 deutsche Leute gemeldet bei mir, die das Buch haben wollten, aber als sie hörten, der Versand kostet 20 €, dann wollten sie nicht mehr leider. Das ist schon ein sehr großer Nachteil hier, weil ich in der Schweiz lebe. Alles, was ich nach Deutschland schicke, kostet 20 Franken Versand. Jedes Buch, das ich verschicke, kostet 20 Franken. Ich habe jetzt ein paar Exemplare nach Deutschland geschickt und ich habe damit Minus gemacht. Aber ich kann leider so nicht weitermachen und darum muss ich mir was Neues überlegen für die Zukunft. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu damals mit Leipzig. Da ich ja leider nichts von Ultraverse jemals gehört habe wegen meiner Bewerbung, hat mir der liebe Daniel Eichinger empfohlen, ich sollte doch mal ein Mail schreiben. Und dann habe ich geschrieben und die haben dann geantwortet, ja, wir haben das irgendwie verloren, es ist irgendwie untergegangen, schick doch nochmal. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich auch fettes neues Material und besseres Material, dann mache ich Ihnen ein fettes Mail mit einer Bewerbung. Und dann habe ich wieder gewartet und es kam nix. Und dann dachte ich mir, ich werde nach Ihnen suchen und ich werde Sie finden. Und ich werde euch mein Buch zeigen und meine Mappe und ihr werdet mir antworten. Und so packte ich dann meine 7 Sachen und ging los nach Leipzig. Es war ungefähr, 692 Kilometer, 5 Stunden und 50 Minuten. Schlussendlich
war ich etwa 7 Stunden sogar unterwegs. Ja. Früh am Morgen bin ich losgefahren, ein Hotel gebucht dort. Und dann war ich nicht mal im Hotel, sondern ich ging direkt zur Buchmesse. Zum ersten Mal im Leben bin ich so weit nach Deutschland rausgefahren. Natürlich war ich ein paar Mal dort, aber immer noch schnell über die Grenze wegen Einkaufen günstig und so. Halle 3 sollte Altravers sein und dann habe ich mich natürlich direkt auf den Weg gemacht dorthin. Das Altravers-Fräulein mit den orangenen Haaren habe ich dort angetroffen und ich fragte nach Jo und sie sagte, der ist heute leider nicht hier, er kommt erst morgen. Und ich sagte ihr, ja, ich habe euch schon geschrieben und so. Und natürlich hatte ich ja das Medusa-Shirt an und sie erkannte sofort und dachte dann, aha, wegen Medusa. Sie hat mich so richtig angeschaut, so in dem Sinn, what the fuck, willst du jetzt hier, wir wollen dich gar nicht. Hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass sie nicht so glücklich war, mich zu sehen. Aber naja, was will man machen? Es ist schon sehr speziell, mein Manga. Und ich denke, sehr wahrscheinlich haben sie das schon angeguckt, 2-mal, und dann einfach verschwinden lassen und gesagt, puh, weg mit diesem Dreck. Was mir der Mr. Eichinger auch noch empfohlen hat, ist der Splitter Verlag. Und von dem habe ich auch schon mal was gehört. Ich wusste, dass sie die Schlümpfe auch verlegen. Und dann dachte ich, okay, lass mal zu Splitter Verlag gehen. Habe nach Mappendichtung gefragt, musste kurz warten, bis irgend so ein älterer Herr ankommt und sich mein Zeug ansieht. Das war meine allererste Mappensichtung im Leben. Er hat kurz reingeblättert und so, hat gesagt, ja, das ist leider viel zu sehr Manga-Style. Hier machen wir mehr Comic und auch mehr bunt. Das Einzige, was ich dir als Tipp geben kann, ist, bei deinen Illustrationen nicht zu viel weiße Highlights zu machen, weil es sonst sehr schnell nach Plastik aussieht. Und ich habe gesagt, okay, danke. Und dann ging ich weiter. Er sagte, ich soll jemanden im Manga-Style suchen, weil sie machen keine Manga. Und dann habe ich Carlsen gesehen. Die mir so extrem unhöflich geantwortet haben. Aber ich habe über meinen Stolz hinweggesehen und über diese Demütigung, die ich von ihnen erleiden musste, und ging trotzdem dorthin, um meine Mappe zu zeigen. Ein Fräulein war dort, ein ziemlich nettes Fräulein, auch aus der Schweiz. Sie hat mein Zeug eingesehen, aber das war Carlsen Comic, nicht Carlsen Manga. Sie sagte, ja, schön, ziemlich brutal und sexy, aber es ist mehr im Manga-Style und hier bei uns ist mehr Comic und es sollte bunt sein. Frag doch mal bei Carlsen Manga. Und ich sagte, okay, danke. Und dann ging ich weiter. Und bei Carlsen Manga war niemand dort. Ich fragte, macht ihr Mappensichtung? Und es waren 2 verwirrte Leute dort und sagen, ich weiß nicht, komm später irgendwann wieder. Okay. Nach einer Stunde bin ich wieder dorthin gegangen, habe gefragt, macht ihr Mappensichtung? Und da haben sie wieder gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sie wussten gar nichts. Und dann sagte ich, scheiß drauf, alter Schwede. Und dann sah ich Egmont. Und dort fand ich den Mr. Eichinger. Vollgas am Zeichnen mit der lieben Ren. Sie hat auch Vollgas gezeichnet dort am Stand und das war cool, die endlich mal persönlich kennenzulernen. So viel habe ich mit dem Eichinger geschrieben und dann war er einfach dort live vor mir. Das war toll. Ich hatte ja ein paar Bücher dabei von mir und denen habe ich dann eins geschenkt, dem Dani und der Ren. Sie sollen sich das mal reinziehen und mir dann eine Bewertung geben. Und dann habe ich den lieben Micha getroffen. Micha the Boss, der Redakteur von Egmont Manga. Und gleich als ich ihn begrüßte am Anfang, sagte ich, hey Micha, ich kenne dich von den Interviews. Und er sagte, oh, was? Okay, hey, aber dich kenne ich doch auch irgendwoher, du kommst mir bekannt vor. Und ich sagte, ich weiß nicht. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, als ob ich diesen Mann schon 15 Jahre lang kenne.
So war das Feeling, so richtig gechillt. Und ich habe gesagt, ja, mach die Mappensichtung, so voll spontan. Und er so, ja, zeig mal her. Und dann habe ich ihm da meine Mappe gezeigt, hat mal ein bisschen reingeblättert. Und dann habe ich noch das Buch ausgepackt. Ich so, guck mal, ich habe sogar den Manga. Hat er angeguckt, der so, boah, geil, du hast sogar eine ISBN-Nummer und so. Ja, cool. Und dann habe ich ihm noch ein bisschen Merch gezeigt, das ich dabei hatte und so, diese kleinen Figürchen. Und er war voll begeistert und sagte, ja, cool, und was geht's denn da? Erzähl mal ein bisschen. Dann habe ich ihm ein bisschen erzählt, um was es geht bei der Story und so. Und dann fragte er mich, ja, wie viele Bände willst du denn machen? Und ich habe gesagt, das weiß ich noch nicht so genau. Ich wollte einfach mal starten und das Zeug an den Mann bringen und dann mal gucken, wie sich das so verkauft. Wenn das voll der Hit wird, dann kann ich das natürlich immer ein bisschen verlängern oder ein bisschen verkürzen. Und so ist eigentlich mein Plan. Und er sagte mir dann, ja, weißt du, wir nehmen eigentlich kein fertiges Zeug an, weil wir arbeiten gerne mit den Künstlern zusammen. Weil ich aus Revenge of Medusa eine Serie machen will, ist es schwierig für einen Verlag, das anzunehmen, weil die wissen ja nicht, wie es ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich könnte sagen, ja, ich will 5 Bände machen und dann machen sie eine fette Ankündigung, 5 Bände Revenge of Medusa. Nach einem Jahr höre ich auf, weil ich keinen Bock mehr habe. Und das ist dann das Risiko für den Verlag und das habe ich auch total verstanden. Darum ist es immer besser, mit was Kleinerem anzufangen, ein kleines Projekt pitchen und dann mit dem Verlag zusammen ausarbeiten. Falls es Änderungen gibt, kann man die dann immer noch machen, hin und her und nicht einfach ein fertiges Projekt hinknallen. Ich habe dem Micha natürlich die Mappe und das Buch dagelassen und auch das fette Merch habe ich ihm geschenkt. Und er sagte, okay, ich werde das mal mit meinen Leuten ansehen und dann werde ich mich bei dir melden. Und dann war ich echt happy, weil ich hatte mir das nicht so cool und locker vorgestellt, dieses Gespräch mit Micha. Immer eine Karte mit euren Kontaktdaten dabei haben, liebe Leute, weil ohne das funktioniert es gar nicht. Und so war ich völlig zuversichtlich, dass er sich sehr bald wieder melden wird bei mir und sagen, Darko, wir finden das geil, machen wir Revenge of Medusa bei Egmont Manga. Tja, und dann überwältigt von all diesen Gefühlen, vom Nichtschlafen, von der Reise, vom Adrenalinkick und so weiter, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ich war so am Arsch, ich musste einfach zurück ins Hotel und mich hinlegen und schlafen, weil ich war wirklich total am Ende. Falls jemand noch zuschaut, wäre ich sehr froh um ein Like und Subscribe, liebe Leute, weil jetzt kommen wir zum nächsten Tag. Die Mappensichtung bei Jo. Am Ultraverse-Stand angekommen sah ich, dass gerade Ginzarbo signiert und auch sie werde ich gleich kennenlernen. Aber zuerst hatte ich noch ein bisschen Zeit, weil die Mappensichtung bei Jo war erst um 14 Uhr und ich habe gehört, dass Draw Like a Sir auch dort ist an der LBM mit einem Stand. Und ich kenne ihn ja von den YouTube-Videos, die er ständig macht, wie er zeichnet und erklärt und so. Und er hat ja auch ein paar Artbooks rausgebracht. Und natürlich hat er auch einen Manga, das sich um griechische Mythologie dreht, mit Poseidon und so. Und ich dachte, hey, ich habe noch nie sein Gesicht gesehen, jetzt wird's aber höchste Zeit. Und dann ging ich zu seinem Stand. Und er sah genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe, jawohl. Und ich sagte, hey, cool, ja, du bist der, ich wollte dich einfach mal ansehen und so. Er so, willst du was kaufen? Und ich sagte, nee, eigentlich nicht. Ich wollte nur mal Hallo sagen und dann habe ich ihm mein Buch in die Hand gedrückt, Revenge of Medusa, und habe gesehen, ja, ich wäre froh, wenn du das mal durchlesen würdest und so und mir dann ein bisschen Feedback gibst. Und er sagte, ja, irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ich glaube, er war ein bisschen angepisst, weil ich nichts kaufen wollte. Aber sein blauhaariger Freund hat das sofort in die Hand genommen und durchgeblättert und er sagte, boah, das sieht ja aus wie Berserk. Mann, oh Mann, das war aber ein riesen Kompliment für mich, mit Berserk verglichen zu werden. Also ich muss echt sagen, da hatte ich schon ein bisschen Schmetterlingsgefühle im Bauch. So, und dann war es endlich an der Zeit. Ich habe den Jo gesehen, ich bin sofort zu ihm und habe gesagt, hallo Jo, ich bin Darko aus der Schweiz. Macht ihr Mappendichtungen? Ja, jetzt gleich. Ich muss nur noch schnell einen Kaugummi holen. Und dann ging er einen Kaugummi holen und ich habe mich dann an die Schlange angestellt. Ich dachte, ich wäre der Einzige, aber dort waren noch so viele Leute. Und dann habe ich dort gewartet.
Und vor mir waren noch 2 wunderbare Menschen. Dieses Cosplay-Girl, leider habe ich ihren Namen vergessen, aber sie war echt nett und sie hatte so ein Kannibalen-Projekt vorgestellt. Sehr interessant und außergewöhnlich. Hier rechts im Bild haben wir den lieben Akire, ein echt cooler Typ, und sein Manga handelte auch über griechische Mythologie, und das fand ich sofort geil. Er macht auch irgendwelche Webinare mit Clipstudio, Tutorials und so. Müsst ihr unbedingt mal abchecken, liebe Leute. Und dann habe ich tatsächlich noch den lieben Brown kennengelernt. Wir haben ein bisschen geredet, ich habe mich nochmal bedankt für seine fette Promotion. Und dann war ich endlich an der Reihe. Mann, oh Mann, war ich nervös. Wie ein kleines Kind, das man alleine an der Kasse lässt. Jo sagte, hey, der Schweizer, hast du es auch noch geschafft? Und ich sagte, ja. Und dann habe ich ihm mein Zeug hingeknallt und er sagte gleich, hey, das kenne ich doch. Und ich sagte, ja, ich habe mich schon 2-mal bei euch beworben und ich habe nie eine Rückmeldung bekommen. Und dann sagte er, oh, I'm sorry, eigentlich sollten wir das immer schnell bearbeiten. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist und so. Okay. Tja, und darum bin ich jetzt hier. Ich bin jetzt 7 Stunden extra aus der Schweiz angereist, um euch hier zu treffen, sagte ich. Okay, und dann, ja, haben wir so ein bisschen hin und her geredet, bla bla. Und er kam so irgendwie nicht zur Sache, ne? Und dann fragte er mich, ja, wo willst du hin mit dem Manga? Und ich sagte, ja, ich will machen das, was mir gefällt. Wenn ich tätowiere, dann muss ich immer das machen, was die Kunden wollen. Und ich kann nicht immer selber entscheiden, was die Kunden kriegen. Klar gibt's ab und zu diese, die sagen, komm, mach einfach. Aber mit dem Manga kann ich mich so richtig kreativ ausleben und so. Und er sagte dann, ja, weißt du, hier fliegen Köpfe, hier sind nackte Titten und ja, ist schon ziemlich brutal und so, und hier wird noch geküsst und mit Zunge und das ist schon extrem für den deutschen Markt, so und so. Ich dachte, okay, und dann hat er mir auch gesagt, ja, weißt du, wir machen eher so ein bisschen Mainstream-Manga und so, auch vom Style her passt das nicht so. Ja, klar, das habe ich auch irgendwie verstanden. Jeder Verlag muss auch zu euch passen, zu eurem Manga. Ich sehe, in Ultraverse machen sie eben viel Shonen und eben, ja, Mainstream und viel Boys Love und diese Shoujo-Stars und so Sachen, und da passt diese Revenge of Medusa einfach nicht in dieses Programm. So hat es mir eben auch der Jo gesagt, und ich denke, das Ganze würde untergehen hier, weil es ist ein purer Underground-Manga. Ich persönlich lese sowas sehr gerne, ich finde das voll geil, aber so leid es mir tut, ich kann das hier nicht verlegen. Und so platzte mein Traum von Revenge of Medusa bei Ultraverse wie eine Blase. Plopp. Ich war aber nicht traurig, sondern ich war eher gehypt, weil ich gerade mit Jo geredet habe und so viele coole neue Menschen, Gleichgesinnte kennengelernt. Viele, die ich seit Jahren schon im Internet beobachtet habe, die ganze Zeit. Ich habe mir sie alle so riesig vorgestellt irgendwie und unnahbar. Aber dabei sind sie alle ganz normale Menschen, wie ich und du. Und natürlich musste ich mein großes Idol ansprechen, die Gin Sabo. Und natürlich habe ich ihr auch ein Buch Revenge of Medusa in die Hand gedrückt und sie hat es abgecheckt. Auch ihrer Schwester Ban Sabo hier im Bild zu sehen, und beide haben mir richtig Mut zugesprochen, wie geil das ist, und sie lieben sowas und ich soll unbedingt weitermachen und niemals aufgeben. Ich fühlte mich irgendwie wie der Weihnachtsmann mit einem Sack voll Revenge of Medusa, und überall habe ich allen Bücher verteilt, verschenkt. Tja, und so wurde ich einiges schlauer. Jetzt weiß ich, was die Verlage wollen. Also ihr müsst natürlich zuerst gucken, passt der Verlag überhaupt zu meinem Projekt oder nicht. Ich habe von Mr. Daniel Eichinger, vielleicht kennt ihr sein Projekt, sein fettes Buch, sein Meisterwerk Jovan Tore. Es ist ziemlich düster und sehr speziell. Sogar er war eines Tages bei Ultraverse und hat sich beworben, und der Jo sagte, nope,
Und natürlich schauen die Verlage drauf, was momentan so voll im Hype ist, was gerade so gut läuft und Mainstream ist. Und wenn ihr was machen könnt, was in diesem Style ist, was sich gut verkaufen lässt, dann seid ihr schnell dabei mit einem Verlag und könnt zusammen das Ganze ausarbeiten und so. Shonen zieht immer, Shoujo zieht immer und vor allem Boys Love. Boys Love verkauft sich wie warme Brötchen. Ne? Ich denke, hätte ich Medusa als Mann gemacht und gay, ich denke, dann würde das bestimmt sehr gut ankommen und ich hätte bestimmt große Chancen. Aber das bin ich nicht und ich will mich auch nicht verstellen, nur wegen einem anderen Verlag. Ich habe diese Geschichte über Medusa im Kopf und ich muss das Ganze auf Papier bringen. Ich muss diese Geschichte so erzählen, wie sie in meinem Kopf schlummert. Und ich denke, nur dann wird es was richtig Geiles. Wenn ich mit dem Verlag zusammenarbeite und sie mir die ganze Zeit reinreden, nee, mach das nicht so, sondern so, bla bla bla, dann wird es was völlig anderes werden und nicht mehr das, was diese meine Medusa ausmacht. Versteht ihr? Man kann natürlich auch was Neues machen, oder? Ich könnte jetzt zum Beispiel ein völlig neues Projekt mal pitchen, was ich denke, das wäre so Mainstream und das würde sich gut verkaufen. Und ja, ich würde was machen, was mir nicht so gefällt, was nicht so meine Leidenschaft ist und mein Herzblut drin steckt. Aber ich würde was machen für einen Verlag und ich würde fette Werbung so machen können und die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und wenn die Leute dann schon sehen, das ist doch der von dem und dem Verlag, der das und das schon herausgebracht hat. Oh, er hat was Neues, lass mal sehen. Und dann würde ich sagen, ist es schon viel, viel einfacher in der ganzen Szene Fuß zu fassen. Aber ich bin jetzt auch schon 35, meine lieben Freunde, und ich habe keine Zeit für dieses Spielchen. Ich will Revenge of Medusa groß rausbringen, koste es, was es wolle, auch wenn ich alles alleine machen muss. Und genau darum habe ich auch Mythos Manga gegründet. Wie ich dazu kam, wann kam mir der Geistesblitz, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich alles selber. Ja, für das braucht es vielleicht noch 1 oder 2 Episoden. Aber was wurde aus Egmont Manga und dem lieben Micha, der so Interesse gezeigt hat? Tja, ich habe gewartet und leider keine Antwort bekommen. Ich habe stattdessen einfach Vollgas weitergezeichnet an meinem Manga Revenge of Medusa und zufälligerweise hörte ich, dass die nächste Convention in Mannheim ist. Animagic. Und dann dachte ich, vielleicht sollte ich mal dorthin und die Verleger weiterjagen. Vielleicht finde ich den Micha ja wieder und frage ihn, hallo Micha, ich habe hier neues Material. Du hast dich leider nicht gemeldet. Was war los? Ihn persönlich zu konfrontieren. Wie das genau abgelaufen ist, mein Besuch in Mannheim an der Animagic, warum ich beinahe ertrunken wäre, weil ich eine verdammte Überschwemmung ausgelöst habe, das und noch vieles mehr erfährt ihr in der nächsten Episode, meine lieben Freunde. Was habe ich hier gezeichnet eigentlich die ganze Zeit? Da seid ihr gespannt, ne? Ich denke, ihr habt es schon ein bisschen erkannt, plus minus. Hier sehen wir Revenge of Medusa X Neon Genesis Evangelion. Oh yes. Und hier ist meine Hündin Hera, mein kleines Baby. Und sie ist immer mit mir, leider nicht auf den Conventions. Aber sie leistet mir immer sehr große Gesellschaft, wenn ich hier konzentriert zeichne. Danke fürs Zuschauen.